Was geht, Leute? Janek, mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Janek hat seine erste Akronymjacke. Es ist die J1 WTS GT, wie ihr wahrscheinlich schon am Thumbnail auch den Titel gesehen habt, aus der letzten Winterkollektion in dem B-Colorway Raft Green und Schwarz für satte 1900 Euro. Nach alter Manier gucken wir uns in diesem Review natürlich alle Funktionen an, einmal von oben nach unten durch, den Stoff, Styling-Optionen, Pros, Kontras. In diesem Video bekommt ihr wirklich alles über diese Jacke. Bevor wir uns aber die Funktion angucken, würde ich einmal über den Namen der Jacke gehen. Ich denke mal, viele von euch sind nicht ganz so gewandt mit dem Akronym-Namensystem, welches aber auch gar nicht mal so schwer ist. J1 WTS GT klingt erstmal super kompliziert, ist es aber nicht. J steht in diesem Fall für Jacke. Easy. 1 steht in diesem Fall für sozusagen das Basiskonzept oder die Basisiteration. Viele Akronym-Garments oder Kleidungsstücke entsprechen einem bestimmten Basiskonzept. Wenn man den Namen Akronym hört, hat man zum Beispiel sofort die J1A, die J1A im Kopf. Heißt, diese Jacke wurde 1000-mal abgeändert, gibt super viele verschiedene Funktionen bzw. Versionen in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel meine. Heißt in diesem Fall sozusagen, wenn man die J1 dann hört, J1 hat man schon mal ein ganz grobes Außenkonzept und weiß schon mal, okay, die Jacke könnte schon mal so und so aussehen. Zum Beispiel diese Zipper hier sind zum Beispiel sehr eigentypisch für die J1. Dann W heißt in diesem Fall Wide, der Wide Cut. Heißt, die Jacke ist sehr, sehr breit und sehr, sehr oversized. TS ist Tech Sys. Ich habe ausgeschrieben, wäre das Technical Systems oder Technical System. Ist nur das Modelsystem hier drauf. Mehr ist es nicht. Modelsystem drauf geklatscht, wo man dann Pouches anbringen kann. Reden wir natürlich später auch nochmal drüber. Und alles, was nach dem Bindestrich kommt, ist das Material meistens. Heißt in dem Fall Gore-Tex oder Gore-Tex Pro, welches laut der Akronymbeschreibung nochmal etwas umweltfreundlicher ist gegenüber dem normalen Gore-Tex und etwas bessere Performance hat. Entgegen der Vorstellung vieler Leute, dass so ein Luxusartikel auch in einer super krassen Verpackung kommen muss, beweist Akronym euch das Gegenteil. Einfach nur ein normaler Pappkarton, bisschen Akronym-branded Klebeband drüber und dann in einem Plastikbeutel das Ding. Ihr müsst halt bedenken, wann immer ihr Sachen bestellt und die Verpackung super, super fancy ist, dann bezahlt ihr auch immer für die Verpackung. Und die schmeißt man sowieso im Endeffekt nur weg. Also Akronym sagt da wirklich, okay, alles Geld, was ihr bezahlt, soll auch in das Kleidungsstück gehen. Ich hatte letztens bei einer Wohnungsbesichtigung einen Typen, der hatte ganz viele Gucci-Beutel und Gucci-Verpackungen an der Wand. Wenn man eine Marke so sehr mag, okay, so, dann kann man die Verpackung auch als Deko verwenden, I guess. Aber ich schmeiße die Verpackung meistens einfach nur weg. Mein erster Eindruck der Jacke war insane eigentlich nur. Also das Material allein, wie es sich anfühlt, wie es sich anhört, man merkt einfach sofort, man hat es hier mit insaner Qualität zu tun. Also das ist Universen entfernt von allen anderen Shells, die ich jemals hatte. Allein vom Auspackgefühl. Gerade bei allen anderen Shells habe ich aufgepackt und dann kam erstmal so ein Gummigeruch entgegen. Hier würde ich gar nicht, also würde ich überhaupt nicht. Null. Würde ich überhaupt nicht. Und dann gucke ich am Anfang auf das Ding und sehe, ey, das Ding hat 3 Reißverschlüsse. Ein Main, ein YKK Waterproof und dann noch einen drüber. Und dann stehe ich da drüber. Denke mir, ja, wie soll das jetzt denn funktionieren? Gucken wir uns später an. Ist eigentlich gar nicht kompliziert, aber am Anfang war ich da ein bisschen überfordert. Wie am Anfang gesagt, ist das Material hier Gore-Tex. Aber Janek, was ist wirklich Gore-Tex? Wie funktioniert das? Ganz easy. Gore-Tex selber könnt ihr euch als einen ganz, ganz dünnen Stoff vorstellen. Die sogenannte Gore-Tex-Membran. Die ist so dünn, dass sie natürlich aber auch sehr anfällig ist gegenüber zum Beispiel Schnitten oder sonstigen. Also ihr könnt jetzt nicht mit der Gore-Tex-Membran über den Oberkörper durch den Wald laufen, dann reißt ihr euch irgendwann auf, wenn ihr da gegen den Ast kommt. Heißt, diese Membran muss geschützt werden durch den Außenstoff, aber auch natürlich durch den Innenstoff, der hier drin ist. Ich habe keine Ahnung, woraus das gemacht ist, die beiden Stoffe. Akronym bezeichnet das selber als Solution Dyed Microgrid Backer. Also ich denke mal, das wird irgendein Polyestermix hier sein, der auch eine ganz gewisse, ja, beziehungsweise ganz leichte Textur hat. Das sieht man halt im Video. Nee, nicht so gut. Aber es ist wirklich eine leichte Textur sozusagen drauf und natürlich dann in verschiedenen Farben. Was macht Gore-Tex jetzt so viel krasser als zum Beispiel andere Membranen? Es gibt halt super viele Membranen sozusagen, die wasserabweisend sind bzw. wasserdicht und auch windabweisend. Aber Gore-Tex ist sozusagen das High-End, weil um Gore-Tex benutzen zu können, braucht man die sogenannte Gore-Tex-Lizenz. Die Gore-Tex-Lizenz bekommt man nur, indem man einen gewissen Qualitätsstandard erreicht. Heißt, man stellt so eine Jacke her, geht dann zu Gore-Tex und sagt, hey yo, guckt euch das Ding mal an. Und wenn die sagen, yo, die ist qualitätstechnisch so gut, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise nach unseren Standards, dann könnt ihr die sogenannte Gore-Tex-Membran verwenden. Diese Lizenz kostet einen Haufen Asche, die Qualitätsstandards sind insane hoch, besonders wenn man das Gore-Tex-Branding nicht drauf haben möchte. Wie ihr seht, auf der Außenjacke oder so hier, steht nirgendwo Gore-Tex.
Acronym benutzt keine Brandings, beziehungsweise keine Gore-Tex Brandings. Nur drinnen. Hier oben habt ihr ein bisschen, haben wir das kleine Gore-Tex Branding. Deswegen, um so einen Standard zu bekommen, beziehungsweise um so eine Lizenz zu bekommen, muss die Qualität eurer Kleidungsstücke schon insane hoch sein. Deswegen seht ihr das meistens nur bei High-End-Marken. White Mountaineering zum Beispiel benutzt auch sehr, sehr viel Gore-Tex ohne das Gore-Tex Branding oder auch Acronym. Und deswegen, wenn ihr irgendwo Gore-Tex seht, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass das Kleidungsstück oder Schuhe zum Beispiel sehr, sehr gut verarbeitet sind, beziehungsweise in 99% der Fällen könnt ihr euch sehr, sehr sicher sein. Die 3 Haupteigenschaften von Gore-Tex sind einmal Wasserdichte, Winddichte und Atmungsaktivität. Wasserdicht ist das Ding auf jeden Fall, also die Gore-Tex-Membran an sich lässt kein Wasser durch, lässt nur Wasserdampf von innen raus, deswegen auch atmungsaktiv. Dann ist die Jacke zusätzlich natürlich auch nochmal mit einem DVR-Coating beschichtet, heißt mit einer wasserabweisenden Schicht auf diesem Stoff hier drauf. Heißt, wenn diese wasserabweisende Schicht mal nachlassen sollte und selbst hier dann das sozusagen nass wird, dann habt ihr immer noch die Gore-Tex-Membran, die dann das Wasser nicht durchlässt. Und falls diese Schicht mal abgehen sollte, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, könnt ihr diese auch wieder handeln bzw. wieder draufpacken, überhaupt kein Problem. Winddicht ist das Ding auch, Wind kommt wirklich gar nicht durch. Ihr habt natürlich ein paar Möglichkeiten, wo er durchkommen könnte. Die Sleeves hier zum Beispiel sind, wenn man sie aufhat, sehr, sehr weit. Kann dann Wind reinkommen, wenn jetzt wirklich doller Wind ist sozusagen und man kein Insulation Layer drunter hat. Aber ansonsten Wind kommt nicht durch den Stoff und atmungsaktiv ist das Ding auf alle Fälle. Wie ich eben schon meinte, Gore-Tex-Membran lässt Wasser nicht von außen durch, aber Wasserdampf von innen nach außen. Heißt, wenn euch mal wärmer werden sollte, sozusagen entweicht diese Wärme durch die Gore-Tex-Membran nach außen und ihr solltet nicht schwitzen, was bei dieser Jacke der Fall ist. Die habe ich wirklich drin schon getragen mit T-Shirt, Atom LT und dann die Jacke. Ich glaube, ein Delta LT hatte ich auch schon mal drunter. Und drinnen schwitze ich wirklich gar nicht. Also muss ich wirklich großes Props hier an das Material geben. Atmungsaktivität leistet das Ding hier echt einen guten Job. Die 4. ungeschriebene Eigenschaft von Gore-Tex ist sozusagen die Lautstärke. Also wie ihr merkt, das ist schon ein bisschen lauter als eure, wie soll man sagen, Baumwolljacke. Aber wie ein guter Freund aka Jan mal zu mir meinte, Lautstärke ist auch eine Eigenschaft eines Stoffes, die man definitiv appreciaten sollte, beziehungsweise das Geräusch. Und ich bin definitiv seiner Meinung. Also klar, es ist laut, aber es stört nicht. Und ich habe zum Beispiel auch eine Gore-Tex-Hose unten, wo dann Kollegen mir meinten, ey, deine Hose oder deine Jacke ist ja voll laut, Alter. Wo ich dann meine, ja, ist es, weil Gore-Tex, Alter. Gehört irgendwie dazu und wie gesagt, stören tut es wirklich nicht. Wie sieht es mit Schmutz generell aus, auf dem Stoff hier zum Beispiel oder auf der Jacke? Generell bei Dreck und sowas, Erde, Sand, whatever it may be, hat man da eigentlich keine Probleme. Also alles, was ich hier schon drauf hatte, klar sieht man auf dem grünen mal ein bisschen dunkleren Stuff, auf dem schwarzen Stoff sieht man mal ein bisschen helleren Stuff schneller. Aber ich habe eigentlich alles mit Wasser und ein bisschen Reiben wegbekommen. Ich hatte sogar einen fetten Schuhklebefleck hier drauf. Hier unten. Frag mich nicht, wie es passiert ist. Direkt vor meinem ersten Berlin-Trip hatte ich mega Panik. Hab da ein bisschen Waschmittel drauf gemacht und ein bisschen Wasser und hab da ein bisschen rumgerieben und nach 10 Minuten war das Ding auch weg. Und man sieht auch gar nicht mehr, dass da irgendwas war. Sieht man wirklich gar nicht mehr. Natürlich ist das DVR-Coating ein bisschen runter, heißt, ich muss das nochmal reproofen mit einer neuen wasserabweisenden Schicht. Aber das ist überhaupt kein Problem. Auch Kratzer. Überhaupt kein Ding. Also passiert wirklich gar nicht. Egal, ob ihr da mal an der Wand lang scheuert oder irgendwie mal an einem Ast oder so, hier passiert wirklich gar nicht. Das Material ist wirklich super, super robust. Klar, kleine Gebrauchsspuren werden über längere Zeit immer da sein. Kleidungsstücke, beziehungsweise gerade sowas hier. Es ist da, um getragen zu werden. Ja, es ist teuer, aber seid bitte nicht so eine Person, die dann ihre Sachen nicht trägt, weil sie so teuer sind und ihr dann Angst habt, dass sie kaputt macht. Ihr werdet Dinge, wenn ihr damit normal umgeht, nicht kaputt machen und Gebrauchsspuren werden über längere Zeit kommen. Das ist völlig normal. Und das schreibt auch irgendwo die Geschichte des Kleidungsstücks. Beziehungsweise dann habt ihr euer eigenes, auf euch zugeschnitten halt. Das ist halt, weil es euer Lebensablauf ist, euer Alltag und so. Aber bitte seid dann nicht eine Person, die sich für 1000 Euro eine Jacke kauft und ihr den nächsten 2 Jahre im Schrank hängt, weil, oh, ich habe Angst, dass ich die kaputt mache, wenn ich sie trage. Dann seid ihr vielleicht nicht die richtige Person für sowas. Deswegen, wenn ihr euch sowas kauft, gerade Funktionskleidung, bitte tragt es. Kommen wir aber endlich zu den Funktionen und da fangen wir oben bei dem sogenannten Storm Hood an. Also der Kapuze, den Akronym hier Storm Hood nennt. Super easy das Ding, lässt sich sogar mit einer Hand abmachen, wie ihr auch in den Akronym Jujutsu-Videos seht. Ist halt mit diesem 4-Knopf-System sozusagen angebracht. Sind auch sehr weiträumig, also wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen, der Hood hier, beziehungsweise die Kapuze. Und bietet wirklich sehr, sehr guten Schutz. Hinten kann man die auch nochmal zumachen, dann mit einem Drawcord, mit einem Kordelzug. Was nicht selbstverständlich ist bei Hoodies, die man abnehmen kann. Deswegen hier wirklich sehr, sehr cool, dass daran gedacht wurde.
und das verengt sozusagen dann die Kapuze nochmal hier an den Seiten des Kopfes, so dass man dann wirklich schön eingeschlossen ist und dann auch schön vor Regen und Wind geschützt ist und trotzdem aber gleichzeitig noch ein gutes Range of Movement hat. Also man hat hier trotzdem eine Bewegungsfreiheit, man kann den Kopf wirklich sehr, sehr schön links und rechts bewegen, ohne dass man eingeschränkt wird hier von der Kapuze. Die Kapuze lässt sich natürlich auch einfach falten, dank des Shell-Materials ist es hier wirklich kein Problem. Ich packe sie dann meistens in einen der 4 großen Taschen, auf die wir später nochmal zurückkommen. Ich finde die Jacke einfach ohne Kapuze nochmal ein bisschen cleaner, ein bisschen futuristischer. Deswegen, wenn ich mit der Jacke draußen bin, trage ich sie auch meistens ohne Kapuze. Aber wenn ich dann mal sehen sollte, okay, es fängt gleich an zu regnen oder meine App sagt mir, okay, es regnet bald, kann man die Kapuze einfach rausholen. 1, 2, 3, 4 mit den Klickverschlüssen und dann ist sie dran. Easy peasy. Passend zum abnehmbaren Stormhood hat Acronym hier auch einen faltbaren Jackenkragen eingebaut. Heißt, man kann ihn einmal hochfalten und einmal runter. Hochgefaltet bietet er natürlich nochmal mehr Schutz für den Hals vor Regen und Wind, aber natürlich auch Kälte in dem Fall. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Zipper ganz nach oben mache beim ersten Mal, also den Kragen sozusagen hoch und dann zu, dass das ein bisschen eng ist, aber das Gefühl gibt sich irgendwie nach ca. 5 Minuten. Also ich mache ihn hoch, denke mir, oh, war doch ein bisschen eng. Dann nach 5 Minuten merke ich es eigentlich nicht mehr. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist einfach so ein Gefühl von mir. Vielleicht lockert sich das auch ein bisschen, wenn man das dann getragen hat. Ansonsten runtergefaltet sieht die Jacke wirklich sehr, sehr clean aus. Ich würde jetzt nicht sagen Business Look, aber sieht einfach nochmal ein Tick cleaner aus, dadurch, dass man halt nicht diesen komplett hohen Kragen hat. Ich trage es auch meistens runtergefaltet, also falls jetzt nicht krasser Wind ist oder sehr, sehr kalt draußen, trage ich das so runtergefaltet, einfach für den cooleren Look. An den Seiten, wenn man es dann hochgefaltet hat, gibt es dann auch mal die Tapes. Von Acronym gibt es auch eins mitgeliefert, das sogenannte Acronym-Logo-Tape. Mal gucken, ob er den Fokus hinkriegt. Ah, so ein bisschen. Seht ihr, wie gesagt, das Acronym-Branding drauf, könnt ihr euch nochmal raufpacken, wenn ihr darauf besteht, dass Leute sehen, dass die Jacke von Acronym ist. Und hier gibt es auch ein weiteres System von Acronym, nämlich das sogenannte Force-Lock-System oder die Force-Lock-Funktion. Ist einfach ein Tape mit 2 eingebauten, relativ starken Magneten, an die man dann die Wireless Headphones packen kann, wie man in den Acronym Jutsu-Videos sieht. Packt der gute da immer seine Apple Earpods dran. Bin kein Apple Andy, deswegen habe ich leider keine Earpods, die ich dran packen kann. Aber was ich bis jetzt von der Community gehört habe, manche Leute vermeiden das Feature vollkommen. Die sagen, nee, möchte ich nicht, ich habe zu große Angst, dass meine Earpods da runterfallen. Und die anderen sagen aber, benutze ich super gerne. Also das Placement von dem Force Lock ist auch, beziehungsweise von dem Tape, ist auch wirklich so, dass man bei normaler Bewegung mit der Jacke da nicht irgendwie gegenkommt. Kapuze ab, Kapuze runter, irgendwie mit der Schulter oder so. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass man die Earphones da irgendwie runterballert. Wenn man natürlich in der Stadt unterwegs ist und dann vielleicht mal irgendwo in der U-Bahn gegenkommt oder so, kann es natürlich mal passieren, dass sie runterfallen. Aber ich muss schon sagen, wie gesagt, die Magnete sind doch schon relativ stark. Wenn ich irgendwann mal Earpods haben sollte, oder Dinger, die ich daran machen kann, werde ich es definitiv mal versuchen. Wenn wir mal in die innere Seite des Kragens schauen, finden wir da die sogenannte Aux-Zip-Funktion. Das ist ein Reißverschluss im Kragen drin, mit dem ihr Insulator oder auch sowas wie den NG4, den Neckgator 4, in diese Jacke reinsippen könnt. Er gibt wirklich ein sehr, sehr cooles, geschlossenes System und ist natürlich nochmal ein Pluspunkt, wenn ihr in diesem Acronym-Universum bleibt und jetzt zum Beispiel eine Shell von denen habt, lohnt es sich natürlich sehr, dann auch einen Insulator von denen zu kaufen, einfach weil sich die Pieces dann sehr, sehr gut ergänzen. Könnt dann den Insulator einfach reinsippen, könnt die Sachen dann zusammen abnehmen, aber auch wieder anziehen. Lustigerweise funktioniert es auch mit älteren Nike Lab ACG Sachen, da der gute Ericsson hier für die gearbeitet hat. Heißt, wenn ihr zum Beispiel Nike Lab ACG Shell habt, könnt ihr die auch mit dem Acronym Insulator verbinden. Kommen wir zum Zipper-System der Jacke, welches aus 3 Reißverschlüssen besteht. Einmal den YKK Main Zip mit Escape Zip Funktion, daneben den YKK Aquaguard Zipper und oben am Kragen nochmal ein Zipper für die Interops Funktion, die ich euch später erkläre. Der Main Zip hier super, super leichtgängig, sehr, sehr leise und fühlt sich wirklich sehr, sehr smooth an beim Bewegen. Hat wie gesagt oben die Escape Zip Funktion, super einfach, heißt Reißverschluss bis ganz nach oben gezogen. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen mehr Kraft, Klick, den sozusagen aushaken und die Jacke dann öffnen. Wirklich eine sehr, sehr coole Funktion, gerade wenn man zum Beispiel im Auto sitzt oder im Zug und jetzt nicht gerade aufstehen kann oder muss, um die Jacke auszuziehen, braucht man halt den Reißverschluss nicht ganz bis nach unten ziehen und die Jacke dann irgendwie ein bisschen umständlicher ausziehen, sondern benutzt einfach Escape Zip und dann ist das Ding ausgezogen. Sind Leute auch immer sehr, sehr begeistert, wenn sie das sehen. Daneben dann den YKK Aquaguard Zipper für die Two-Way-Funktion, damit man die Jacke halt auch von unten aufmachen kann. Für den cooleren Look, aber mehr Bewegungsfreiheit natürlich auch nochmal, weil der Main Zip an sich ist kein Two-Way-Zipper. Und dann hat man oben halt nochmal den Reißverschluss, mit dem man den Kragen ganz zumachen kann, aber dann später auch für die Interops-Funktion in Kombination mit einer Tasche. Auf ungefähr der gleichen Höhe des Nackenreißverschlusses findet man dann die YKK Schultertaschen 1, 2 und 3. Die beiden versehen mit jeweils einem YKK Reißverschluss in normal, der wirklich sehr, sehr leichtgängig ist. Und dann der hier mit einem YKK Aquaguard Tension Zip. Mein Pet Peeve mit solchen Schultertaschen ist immer, dass die erstens klein sind
und zweitens anstrengend zu schließen. Man kriegt sie zwar mit einer Hand auf, muss sie dann meistens bei anderen Jacken aber mit 2 Händen zumachen. Also bei anderen Jacken macht man dann einen auf den hier und dann macht man das Ding zu. Finde ich voll anstrengend. Ich will nicht nur für einen freaking Snickers, den ich da drin habe, beide Hände benutzen und als würde ich eine Handtasche aufmachen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich muss aber sagen, bei den Taschen hier funktioniert das insane gut, auch nur mit einer Hand. Dadurch, dass die beiden hier so leichtgängig sind, die Reißverschlüsse, super, super easy. Und selbst bei Waikiki Aquaguard Tension Zip, muss ich sagen, super einfach mit einer Hand. Bin ich wirklich sehr, sehr begeistert und gibt natürlich auch, wie alle anderen Funktionen, nochmal einen sehr, sehr coolen Look. Hier mit den Taschen einen sehr, sehr coolen Plattenrüstungslook. Dadurch, dass die Reißverschlüsse auch versteckt sind, sozusagen sieht man nicht sofort, ist das jetzt eine Tasche oder ist das wirklich nur für den Look da? Aber auch hier mit dem, dadurch, dass die Tasche halt sozusagen ein bisschen versteckt ist, unter dem Ärmelstück sozusagen auch nochmal, ja, ein Rüstungsstück plus nochmal den gewissen Stealth-Faktor dazu. Wenn wir mal einen Tick unter die Schultertaschen schauen, haben wir hier die sogenannten Sleeve Hitch Tabs. Das sind aber nur Stofffetzen sozusagen, die hier angebracht wurden mit ein bisschen Klettverschluss dran. Heißt, wenn man die Ärmel dann mal hochkrempelt, kann man die hier damit festmachen bzw. fixieren. Hält besser, als es aussieht. Heißt, ich habe mich immer gefragt, ja, wieso sollte ich das benutzen? Wieso sollte ich jemals meine Shell hochkrempeln? Alles mir eingefallen, beziehungsweise dann war ich mal im Zug unterwegs. Und hey, wenn du auf einer öffentlichen Toilette bist, ist man nicht kurz mit Jacke ausziehen. So, da ist nichts mit, ich hänge meine Jacke mal kurz irgendwo an. So, und gerade wenn man dann Hände waschen will und muss, dann kann man die Dinge einmal kurz hochkrempeln, klack, klack, dann hält es auch, muss man sich keine Gedanken machen, dass es irgendwie runterrutscht oder so. Kann man sich in Ruhe die Hände, Unterarme waschen oder was auch immer man da macht. Looktechnisch sieht das irgendwie nicht wirklich cool aus, so, also das ist wirklich zum rein funktionellen Sinne, wenn man da mal das in einer bestimmten Situation braucht, weil ich finde, looktechnisch sieht einfach ein bisschen, es sieht aber nicht gut aus, wenn man die da hochkrempelt. Das passt aber nicht zu einer Shell, aber wie gesagt, funktioniert, tut wirklich sehr, sehr gut. Ein Must-Have-Feature für Techwear Shells ist natürlich der Jacket Sling. Und auch hier hat Acronymus hinbekommen, nochmal einen draufzusetzen gegenüber normalen Standard-Slings. Und zwar ist das hier nicht nur ein 2-Punkte-System, heißt der Jacket Sling ist nicht nur von Punkt A zu Punkt B und dann hängt man sich die Jacke drüber, sondern der Jacket Sling ist hier in 3 Punkten, heißt 1, 2, 3 und man kann ihn auch außen tragen, heißt man kann ihn auch außen an der Jacke befestigen. Dieses 3-Punkte-System bewirkt, dass wenn man sich den Jacket Sling umhängt, sich die Jacke selbst noch mal ein bisschen faltet und dadurch noch besser an dem Körper dran ist und noch besser sozusagen diesen Cable Drip gibt. Natürlich sieht das immer cool aus, ist auch hier ein Party-Trick, aber Funktion steht hier natürlich an erster Stelle und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich schon diesen blöden Jacket Sling verwendet habe. Es ist einfach ein life-changing Feature, gerade wenn man mal draußen unterwegs ist und dann mal zwischendurch, sagen wir noch, man ist auf einer Shoppingtour und wechselt zwischen draußen und dann immer in den Läden rein. Heißt aber, wenn man im Laden drin ist, nimmt man das Ding ab und dann ist das Ding dran. So, dann hängt das Ding, da muss man sich keine Angst machen, beziehungsweise keine Gedanken, dass irgendwie zu warm wird oder sonstiges. Wirklich sehr, sehr geil. Plus, noch ein Akronym draufgesetzt und zwar ist es sozusagen auch hier, dadurch, dass es eine Buckle ist ein Quick-Release-Feature dran. Heißt, man zieht einmal nur kurz und dann ist das Ding wieder locker und man kann die Jacke wieder anziehen. Also da sieht man hier wieder, es ist wirklich einfach jedes Feature 3-mal durchdacht. Es ist nicht einfach, okay, wir haben Feature A, wir klatschen es rauf, fertig ist. Sondern es wird wirklich überlegt, okay, wie können wir dieses Feature bis zum absoluten Maximum perfektionieren. Und deswegen ist Akronym einfach ein Traum aller. Janek, wann redest du endlich über die schwarzen Streifen in der Mitte? Jetzt. Und zwar haben wir hier das gute Molle-System oder wie Akronym es in deren Fachsprache nennt, TechSys. Wozu ist es da? Zum Customizen der Jacke mit Pouches, Kugelschreibern, Taschenlampen, was auch immer man daran machen möchte. Man hat da wirklich tausende Optionen. Es gibt in der Techwear-Welt, beziehungsweise generell in der Welt, 2 Möglichkeiten, Taschen bzw. Pouches daran zu machen. Es gibt einmal die Techwear-Variante und die gute Variante. Ich werde euch den Unterschied mal zeigen. Und zwar habe ich hier eine gute Ayoko Pouch. Schaut an Ayoko, wirklich ein absolut krasser Typ, macht sehr, sehr geilen Stuff. Schaut euch seinen Shop mal an. Er hat hier die sogenannte Techwear-Variante. Heißt, ihr habt hier diese Plastikrechtecke mit einer kleinen Öffnung dran. Werde ich euch natürlich gleich nochmal näher zeigen in der Footage. Die ihr dann einfach an diese Teile hier ranklemmt. Heißt, ihr klemmt die dann hier ran und dann sitzt sie da schön. Das Problem ist, diese Plastikrechtecke haben sehr, sehr viel Freiraum dazwischen. Heißt, die Tasche sitzt nicht wirklich nah dran. Das Problem daran ist, dass es nicht dran sitzt, da ist ultra viel Freiraum, beziehungsweise ja, Freiraum, was Bewegungsfreiheit angeht. Heißt, die Tasche sitzt nicht wirklich nah dran an der Jacke, sondern ein bisschen weiter nach vorne. Das zieht nur nicht die Jacke nach vorne, dadurch, dass man natürlich dann auch die Sachen drin hat,
sondern wenn man damit durch die Gegend läuft, bewegt sich das Ding auch. Ist super, super anstrengend und ich habe keinen Plan, wieso alle Teco-Marken diese blöden Klemmdinger benutzen. Es ist einfach, es sitzt nicht fest genug dran. Ich verstehe, an einem Rucksack, an einem Messenger-Bag ist fein. Da kann man das benutzen. Habe ich an meinem Messenger-Bag, von dem auch nochmal ein Review kommt, by the way, habe ich die hier auch dran. So, da ist es kein Problem, weil es hängt halt in der Tasche. So ein Messenger-Bag benutzt man, beziehungsweise bewegt man jetzt auch nicht viel, ist auch nicht wirklich nah am Körper. So, und man hat auch nochmal eine Lasche drüber und so, alles kein Problem. Da ist alles okay. Aber nicht bei einem Molle-System an Kleidung dran. Das ist wahrscheinlich aber auch meistens nicht bedacht. Also diese ganzen Techwear-Verschlüsse, wie ich sie nenne, sind meistens in 95% der Fällen dazu gedacht, dass man sie wirklich an Messenger-Bags, Rucksäcken etc. ranmacht. Deswegen bin ich da auch nicht allzu böse. Nur ein bisschen enttäuscht, dass es meistens wirklich keine Alternative gibt. Heißt Eyoko, der Kollege, oder auch Orbit geht zum Beispiel, die motzen alle mit diesen Plastikrechtecken. Jetzt kommen wir aber zur guten Variante. Und zwar hat mir der gute Jan, Tauben-Jan with the Jacket, Shoutout an my boy, super geiler Kollege, ganz große Ehre, Mann. Bald kommt auch noch eine Hose von ihm, Review kommt natürlich, hat mir eine Pouch gemacht. In schwarz, aus Alcantara Leder. Sehr, sehr geiles Leder, sehr, sehr geiler Stoff, sehr, sehr weich. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus, mit einem Rakakni Giga Thread Zipper oben drauf. In Titanium Silber. Sehr, sehr cool. Wenn ihr was haben wollt von einem Kollegen, slide meine DMs oder Kommentare, ich sage euch Bescheid. Hier seht ihr, wie das richtig funktioniert. Werde ich euch in der Footage mal von nah zeigen. Heißt, man fädelt diese Dinger sozusagen, sorry für das ganze Rumgedinge, ich mache die Dinge immer fest. Dann nervt das nicht so. Na komm. Na komm. So, jetzt habe ich mal festgemacht. Man fädelt diese Dinger sozusagen hier ein und danach hier. Sozusagen einen da rein, dann 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 da rein. Und dann klickt man das am Ende fest. Dadurch sitzt diese Tasche, diese Pouch, ganz, ganz nah an dem System dran und ganz nah an der Jacke. Wirklich super cool. Das Ding bewegt sich kein Zentimeter, wenn man da trägt. Beziehungsweise kein Zentimeter an der Jacke dran. So, und dadurch, dass man den Reißverschluss hier oben hat, auch wirklich super easy dann den Kram reinzupacken, habe ich meistens, was habe ich hier jetzt drin? Taschentücher und anderen Stuff. Zum Beispiel Taschenmesser habe ich da auch manchmal zwischendurch drin. Heißt wirklich cool, wenn man zwischendurch Sachen haben will. Bumm, bumm, funktioniert wirklich super. Wie gesagt, kann man auch Kugelschreiber zum Beispiel ranmachen. Taschenlampen haben wir auch schon gesehen. Shoutout hier an den guten Torflurch. Der hat seine Taschenlampe zum Beispiel rangemacht. Und da könnte man auch dann mehrere ranmachen. Ist natürlich ein bisschen schade, dadurch, dass das System hier relativ klein ist, beziehungsweise dieses Panel, muss man da natürlich gucken, was man daran machen kann. Ich habe jetzt momentan die Pouch hier und überlege dann hier nochmal eine kleine oben ran zu machen. Und vielleicht hier einen Kugelschreiber oder so. Mal gucken, was ich da in Zukunft finde, was natürlich auch was bringt. Also soll natürlich nicht nur für den Look sein, sondern das sind auch Dinge, die ich dann actually benutzen möchte. Ansonsten ein sehr, sehr geiles System. Ist looktechnisch natürlich schon brutal. Also ich finde diesen Colorway super, super geil. Also gerade dieses asymmetrische bin ich super großer Fan von. Und ich bin auch der Meinung, entgegen vieler anderer, dass wenn dieses Molle-System, dieses Texas grün wäre, die Jacke zu langweilig wäre. Ich finde gerade dieses schwarze Molle-System vergibt diese Jacke diesen wirklich militärischen Look und diesen wirklich taktischen Techwear-Look. Ich finde, ja, es ist sehr Hashtag Techwear, wie viele sagen. Aber ich finde trotzdem, sieht sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung. Geschmäcker sind immer verschieden, aber mit dem System bin ich ansonsten sehr, sehr zufrieden. Sieht sehr cool aus, funktioniert sehr gut. Props hier an Acronym. Weiter geht's mit den Hand- und Brusttaschen. Von denen gibt es 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Die sind riesig. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Ding ist alles eine Tasche. Also das geht noch bis hierhin. Das ist alles ein Riesending. Genauso wie bei den, mein Handy nervt die ganze Zeit, genauso wie bei den Handtaschen, die gehen nicht nur vorne hin, sondern sogar nach hinten. Also die sind wirklich insane groß. Das ist wirklich, das ganze Ding hier ist eine Tasche. So, da könnt ihr legit einen Bären reinpacken in die Dinge. Sind natürlich ein bisschen ungemütlich, wenn man da ohne Handschuhe reingeht, weil da innen ist auch nur Gore-Tex. Also das fühlt sich einfach nicht cool an. Und manche Leute sind auch der Meinung, dass die Shiny YKK-Zipper nicht so geil sind, sondern matte auch besser wären. Nee, alle. Hashtag Techwear. Ich finde, die sind cool. So, sind cool, funktionieren einwandfrei. Die alte J1 oder ältere J1s, ich weiß nicht wie viele von denen, aber definitiv ein paar, haben auch unter der Brusttasche noch ein Ventilationssystem. Heißt, der innere Stoff ist dann ein Mesh-System. Was natürlich dann luftdurchlässig ist, wo man dann sozusagen die hier aufmachen könnte, die Tasche. Und da hat noch ein bisschen Ventilation drin. Falls er dann doch warm wird, hat diese Jacke leider nicht. Das wäre nochmal cool. Wünsche ich mir für die nächste Version. Ansonsten einfach nur, wie gesagt, Basic-Taschen mit wirklich sehr, sehr viel Stauraum.
Da könnt ihr wirklich mehrere Portemonnaies und so unterbringen. Und auch gerade hier oben im Brustbereich fällt das wirklich gar nicht auf. Also wenn ich hier mein Handy reindroppe, das sieht man wirklich null. Deswegen, großer Fan. Ein simples, aber effektives Feature sind natürlich die Klettverschlüsse an den Ärmeln. Wirklich super simpel. Macht man die auf, dann hat man hier einmal sozusagen eine Lasche, die das Ganze festhält. Wenn man die enger machen will, bumm. Und dann wickelt man das Ding einmal rum. Passt auch farblich alles, das ist auch sowieso sehr, sehr cool, wenn ihr das mal bemerkt, das passt wirklich farblich alles. Graph Green ist alles Graph Green. Die Nähte und so, Graph Green, dann hier schwarz und also. Jedenfalls, ja, simpel und effektiv funktionieren die Dinger hier. Ihr kennt zum Beispiel auch meine ehemalige Terracore-Jacke. Da war zum Beispiel dieser Teil hier. Also sozusagen das Innere hier war in dem Sleeve drin, sozusagen, dass man den Sleeve selber zugezogen hat. Das fand ich irgendwann ein bisschen unangenehm. Plus, die war nicht so weit verstellbar, weil sie halt mit dem Knopfsystem war. Heißt, die hier kann man wirklich sehr, sehr schön individuell einstellen. Und sonst gibt es auch nicht wirklich viel zu denen sagen. Simpel, effektiv, funktionieren gut. Die Leute von euch, die sich schon Acronym Jutsu Videos angesehen haben, werden ein Feature definitiv sehen wollen an dieser Jacke. Und das ist die Gravity Pocket. Dieses Feature ist, ja, fast schon das Acronym-Feature. Also wenn es nicht der Jacket Sling ist, dann ist es die Gravity Pocket. Und die ist auch ein bisschen goofy, würde ich mal sagen. Also in den Videos sieht es super cool aus. Ich erzähle mal meine Erfahrung mit diesem Feature. Also, wie funktioniert das Ganze? Man hat hier drin eine Tasche. Und man hat hier eine Lasche. Heißt, man drückt diese Lasche nach oben. Und dann kann man hier Sachen reintun. Heißt am besten flache Gegenstände oder etwas flachere rechteckige Dinge, wie zum Beispiel mein Handy. Mal gucken, ob wir das hier reingedrückt kriegen. Heißt, man drückt das nach hier oben, schiebt das dann sozusagen rum und drückt das hier rein. Mein Handy ist schon fast zu breit eigentlich. Also mit ein bisschen Kraft wird das gehen. Heißt, man hat das Handy dann hier drin liegen und hier unten dann in dem Ärmel drin, ich mache das Ding mal ganz auf für euch, hat man dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hat man dann hier einen Knopfverschluss, den man aufmachen kann, mit der einen Hand halt sozusagen drin. Bumm. Und dann fliegt das Handy hier, wenn man ein bisschen Schwung hat, sozusagen, fliegt das Handy dann hier raus oder was auch immer ihr in dieser Tasche drin habt. Je nachdem, wie doll man das macht, kann man auch den Knopfverschluss mit auffliegen oder mit aufreißen sozusagen. Heißt, man lässt den zu, macht dann sozusagen so doll, dass er mit aufgeht. Rate ich nicht, dann fliegt der Gegenstand meistens 10 Meter weit nach vorne. Spreche aus Erfahrung. Und ja, also ist halt, ja, ich sage euch mal, wie das bei anderen Jacken gelöst wurde, beziehungsweise bei den Vorgängerversionen. Es gab einmal diese Version mit einem Frontloader, beziehungsweise mit dem, ja, wie soll man sagen, Revolver-System, könnte man so sagen. Heißt, das war aber nur eine geschlossene Pocket, ohne diese Lasche. Und man konnte nur Sachen von hier unten sozusagen reinstecken. Also sozusagen diesen One-Time-Loader. Finde ich mehr. Dann gibt es noch eine coole Variante, die ich besser finde, aber auch ein bisschen, ja, bisschen mehr umständlicher sozusagen, was den Look auch angeht, und zwar mit 2 Zippern. Heißt, hier sind 2 YKK-Zipper dann, einer von oben, einer von unten. Heißt, man kann die aufziehen, Sachen reintun, zieht die Zipper zu und hat den Kram dann hier drin. Ich glaube, ich finde diese Variante schon sehr cool. Dadurch, dass man einfach, wenn man sie ein bisschen geübt hat sozusagen, mit dem Reinpacken, dann geht es auch. Wie gesagt, die Sachen dürfen halt nur nicht zu groß sein, beziehungsweise zu breit. Man muss ja auch keine Angst haben, dass sie irgendwas reißt oder so. Das ist wirklich alles super fest vernäht. Ich habe da noch nicht wirklich irgendwelche Sachen reingetan oder habe das noch nicht wirklich benutzt. Ich habe von Leuten mal gehört, die haben hier ihren Public Transport Ticket drin. Geht ja mal zum Beispiel gerne, nehmen wir mal Japan als Beispiel, wo man die Public Transport Ticket einfach nur scannen muss. Heißt, man könnte hier das Ticket dann machen, piep, und dann ist fertig. Ansonsten habe ich noch nicht wirklich den Use Case dafür gefunden. Und to be honest ist es bei mir, glaube ich, auch ein Skill-Issue. Also man muss damit echt ein bisschen üben, habe ich schon von mehreren Leuten gehört, die das benutzt haben. Man muss damit echt wirklich ein bisschen üben. So, das ist nicht mal, wenn man sich mal den guten Herrn in den Videos anguckt, der hat das echt drauf. So, der macht das auch seit mehr als 10 Jahren. Schwingt er seinen Arm da hin und her. Und deswegen kann er das auch. Und deswegen sieht es auch so cool bei ihm aus. So, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen mehr üben. Und wenn ich dann mal wirklich Sachen habe, die ich hier rein tun kann, dann muss ich vielleicht mal einfach jeden Tag 10 Minuten hinstellen und einen auf den hier machen. Und dann habe ich es irgendwann drauf. Aber sonst wirklich ein sehr, sehr cooles Feature und war, glaube ich, auch das Feature, welches ich absolut, also was mich überzeugt hat damals, als ich Acronym-Videos das erste Mal gesehen habe, habe ich dieses Feature gesehen und dachte mir nur, alter Schwede, ist das geil. Er hat einfach, weiß nicht, schwingt da ein Messer raus aus seinem Arm. So, fand ich aber damals super geil und ich denke mal, das ist so einer dieser, ja, dieser Überzeugungsfeatures sozusagen für alle Leute, die die Marke nicht wirklich kennen, aber wenn sie dann ein Video sehen, dann finden sie die Jacke cool, genau wegen diesem Feature. Ja, mal gucken. Ich übe mal in Zukunft und dann berichte ich mal. Ein Feature, welches man auf den ersten Blick nicht wirklich sieht, ist der sogenannte Speed Lock.
Das ist aber nur ein Kordelzug hier unten. Und zwar ist er dazu da, um die Jacke einfach nochmal fester zu machen und ihr nochmal mehr Crop-Form-Fitting-Look zu geben. Funktioniert leider nur mittelmäßig. Auch hier wieder natürlich cool. Acronym hat es gelöst. Man hat hier nochmal ein kleines Bändel dran gemacht. Heißt, man kann das Ding mit einer Hand zuziehen. Und dann zieht sich die ganze Jacke hier sozusagen zusammen. Und man kann hier auf den Knopf drücken, hier dran ziehen. Und dann ist das Ding wieder offen. Das Problem ist, diese Jacke ist so weit, wenn man den dann benutzt, staut sich der Stoff dann doch schon sehr an der Seite. Und ich finde, gerade weil diese Jacke so weit ist, muss man styletechnisch auch, komme ich nachher noch darauf zu sprechen, wirklich all in gehen. Da ist nichts mit, ich versuche mal die Jacke irgendwie, ja, formtechnisch bzw. figurbetont zu machen. Das ist bei dem Ding nicht. Bei einer J1A sehe ich das Feature auf jeden Fall. Gerade wenn man zum Beispiel mal sehr weite, gerade Straight Pants hat und dann mit der J1A diesen Cropped Look erzeugen möchte mit diesem Kordelzug. Kann wirklich sehr, sehr cool aussehen und funktioniert auch. Bei der Jacke, wie gesagt, sehe ich das eher nicht. Habe ich persönlich auch bis jetzt noch nicht benutzt. Ein Feature fehlt noch und ihr seht schon, die Jacke hängt andersrum. Und zwar das gute Interrupts-System für Messenger-Bags. Klingt sehr kompliziert, das Ding, ist es aber nicht. Und zwar haben wir hier an der Hinterseite einmal diesen schönen langen YKK Acrogard Zipper, der auch ganz schön schwergängig ist. Heißt, das System funktioniert so. Man hat eine Messenger-Bag um, man zieht diesen Zipper nach oben, stellt sich die Messenger-Bag um, legt dann die Jacke drüber und dieses Stück der Jacke, sozusagen dieses vordere Stück hier, klemmt man dann bzw. drückt man zwischen Gurt und Oberteil, in dem Fall Pullover. Heißt, man hat dann sozusagen, wenn ich jetzt vor euch stehen würde, wie ihr auch auf der Footage seht, hat man dann den Gurt, der dann in der Jacke verschwindet und dieses Hinterteil sozusagen, diese Lasche hier, diese frei gewordene, überdeckt dann ein bisschen den Messenger-Bag. Ist ziemlich cool, sieht erstens cool aus, finde ich, weil man halt diesen auch wieder hier asymmetrischen Look hat vorne. Es bedeckt den Messenger-Bag, der dann vor Regen geschützt ist, welcher er aber hoffentlich ist. Also hoffentlich ist euer Messenger-Bag wasserdicht. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich ein cooles Feature. Das Problem, was ich damit habe, es ist super umständlich. Also gerade diesen Zipper zu bedienen, on the go. Alter Schwede, also man hängt da wirklich und will das Ding hier irgendwie hochdrücken. Also es ist ganz, ganz unangenehm. Das Feature ist eher etwas dafür, wenn man weiß, okay, ich gehe 20 Minuten zur Arbeit, habe den Messenger-Bag um, es regnet draußen oder sonstiges und will sowieso nicht an meine Tasche ran. Dann ist dieses Feature okayisch. So, dann kann man das benutzen. Aber wenn man jetzt rausgeht und zwischendurch, okay, ich muss mal irgendwie meine Jacke bzw. meine Tasche, dann ist das Feature nicht wirklich was. So, dann ist es umständlich und das ist auch mal, wie gesagt, nichts, was man on the go macht. Der Reißverschluss ist so schwergängig und so schwer daran zu kommen. Das ist eher etwas, was man halt vorher macht, wo man weiß, okay, ich gehe jetzt 20 Minuten zur Arbeit, ich benutze das Feature und dann ist gut. Ich kenne Leute in der Community, die sagen, benutzen sie nie, ist ein absolutes Kack-Feature. Ich kenne Leute in der Community, die sagen, ist ziemlich cool, benutze ich relativ viel. Looktechnisch, wie gesagt, sehr cooler asymmetrischer Look vorne. Hinten hat es natürlich ein bisschen diesen Buckeleffekt, dadurch, dass natürlich diese Lasche dann, wenn ich jetzt vorstelle, dass hier der Messenger-Bag drunter ist, seht ihr natürlich auch im Video, hat man dann schon Buckel hinten. Finde ich, stört aber nicht mehr ganz so. Also sieht aber nicht wirklich schlimm aus. So, klar, ein bisschen Buckel ist da, aber mein Gott. Wer sich darüber aufregt, hat definitiv andere Probleme. Aber ja, ist so ein 50-50-Ding bei dem Feature. Irgendwo ist es cool, irgendwo ist es auch zu umständlich. Jetzt, wo wir mit den Funktionen durch sind, kommen wir mal auf die Größe, Styling etc. zu sprechen. Und Größe ist das Ding wirklich schwer. Also das ist jetzt Größe XS mit mir 1,70. Ich kann dir mal meine Story erzählen. Ich habe sie gekauft in S, weil ich dachte, ja, meine P30 ist S. Und generell sollten mir auch Jacken bzw. Acronym-Jacken in S passen, also kaufe ich diese auch in S. Diese hier ist aber nochmal größer als die originelle J1W. Heißt, ich habe es mir wie gesagt in S gekauft, habe gemerkt, ja gut, die ist ein bisschen zu groß. Nicht nur in der Weite, sondern besonders auch in der Länge. Bei den Ärmeln, aber auch die Gesamtlänge war sie dann doch schon zu groß. Habe die dann zurückgeschickt, habe mir die grüne als Referenz geholt in XS, weil es leider nur noch die grüne in XS gab. Habe dann gesehen, okay, die passt. Aber die vollgrüne, also die Full Rev Green, wollte ich dann doch nicht haben. Habe dann geguckt, okay, wo kriegst du jetzt die in dem Colorway, weil ich habe halt 6 Monate auf das Ding gewartet. Wo bekommst du die in XS her? Hab dann wen gefragt, der mir sie aus England geschickt hat. Hier, vielen, vielen Dank nochmal an dich, wenn du das Video siehst. Also habe ich sie jetzt in XS. Deswegen, Sizing ist wirklich bei dem Ding etwas schwierig. Ich würde ungefähr sagen, alles unter 1,70 bis 1,75 XS. 1,75 bis ungefähr 1,82-ish könnt ihr mit S wegkommen. Und alles drüber müsst ihr gucken.
da nehme ich keinen Credit, beziehungsweise nehme ich keine Verantwortung. Also wie gesagt, Sizing bei dem Ding ein bisschen schwer, deswegen nehmt es mal als Referenz mit 1,70 XS. Ansonsten, was Styling angeht, ist das Ding auch nicht wirklich einfach. Dadurch, dass die Jacke so weit, boxig und kantig ist, wie sie normal ist, hat man leider, beziehungsweise ist man bezüglich Hosen etwas eingeschränkt. Cropped, Wide, Straight funktioniert super. P30, 1A, passt einfach super zu der Hose. Selbst im P23 mit dem etwas Cropped Look passt. Man hat zwar einen kleinen Taper unten, der stört aber nicht allzu doll, dadurch, dass das ja ein Cuff-Taper ist. Deswegen, Straight-Cut-Hosen wirklich überhaupt kein Problem mit der Jacke, sollte wirklich sehr, sehr gut passen. Jetzt zum Beispiel kommt auch bald die Hose von Jan für mich, die hoffe ich passt auch sehr, sehr gut zu der Jacke dann, weil sie auch sehr, sehr Straight-Cut ist. Aber jegliche Hosen, die etwas slimmer sind und dann noch einen Taper zum Beispiel haben, es sieht nicht wirklich gut aus. Sehr, sehr schwierig. Also dadurch, dass die Jacke einfach so weit boxig und kantig ist, ergibt es einfach einen so großen Kontrast zwischen Oberkörper und Unterkörper. Das passt einfach nicht. Heißt selbst, also zum Beispiel meine Armeezu oder so, kann ich damit nicht tragen. Also das sieht einfach nicht gut aus, weil das Ding einfach viel zu groß ist. So, generell versteht sich die Jacke natürlich auch sehr, sehr gut mit Pieces, die sich im Techwear-Universum bewegen. Dadurch, dass sie halt sehr, ja, wie soll man sagen, Techwear-heavy ist, mit den YKK-Zippern, mit dem Molle-System, mit dem asymmetrischen Look, mit den ganzen Taschen, dem Plattenrüstungslook sozusagen oder Vibe Aesthetic, ist natürlich schwer, sich hier irgendwo anders hinzubewegen als in dem Techwear Space. Ich gucke jetzt mal, wie gesagt, was ich damit noch hinkriegen kann, mit meiner jetzigen Garderobe sozusagen. Aber P30 versteht sich bis jetzt am besten. Ansonsten ist diese Jacke natürlich auch ein sehr, sehr großer Freund von Layering. Natürlich wegen dem Org-Zip auch. Aber auch generell kann man einfach super viele Layer unter diese Jacke ballern. Was sich dann natürlich auch wieder mit weiten, größeren Hosen versteht. Damit man halt nicht diesen Overloaded Top-Look hat und dann diesen Slim Bottom. Das passt aber nicht, wie gesagt. Mit einer Straight Pants oder so seid ihr wirklich sehr, sehr gut bedient. Ich haue euch mal hier ein paar Beispielfits sozusagen durch die Gegend, wo ich finde, dass die gut aussehen. Aber wie gesagt, also wenn ihr euch an weitere Hosen haltet mit dieser Jacke, dann solltet ihr definitiv ein cooles Outfit hinkriegen und haltet euch bitte fern von zu skinny Hosen, wie zum Beispiel die Armeezu. Eine Frage, die mich auch häufig erreicht, gerade so im weiteren Freundeskreis, ist die Frage: Janek, wie kannst du den Kauf von so einer Jacke rechtfertigen? Wie kannst du so viel Geld für eine Jacke ausgeben? Das ist doch nur eine Jacke. Ja, es ist nur eine Jacke, ja, sie ist viel zu teuer und ja, sie ist auch überteuert. Aber diese Frage, ob man etwas rechtfertigen kann, kann nur jeder für sich selber beantworten. Und in meinem Fall sage ich, ja, für mich ist sie gerechtfertigt. Ich wollte diese Jacke haben, ich wollte schon immer eine Acronym-Jacke haben. Und keine andere Marke bietet diese perfekte Kombination aus Ästhetik, Design, Aussehen, Performance, Qualität, aber auch Funktion wie Acronym. Das bekommt einfach bis heutzutage keine andere Marke hin. Deswegen möchte ich diese Marke haben, beziehungsweise diese Jacke, und deswegen sage ich, ja, es ist in meinen Augen wert, so viel Geld für diese Jacke auszugeben. Natürlich kann man immer auf Sales warten, so, das mal ganz nebenbei. Aber, wie gesagt, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten und man kann auch nicht sagen, nur weil diese Marke so teuer ist, ist sie doof. So, wenn ihr sagt, okay, für mich lohnt sich das nicht und ich kann diese Jacke nicht appreciaten, auch wenn sie so teuer ist, dann ist es völlig fein. Nur mal als Vergleich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Jacke tragen kann. Also jedes Mal, wenn ich rausgehe, freue ich mich, ey geil, du kannst deine J1 tragen. Über die Funktion freue ich mich wie ein kleines Kind, jedes Mal, wenn ich die Jacke trage. So, ich kann aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, die nicht meiner Meinung sind und sagen, okay, ja, ich kann mich nicht so an den Funktionen erfreuen. Das ist auch völlig fein. So, nicht jeder, wir begeistern uns nicht alle für dasselbe. Schlimm wäre es, weil dann würde es keine Acronym-Jacken für alle geben. Aber wie gesagt, jeder muss es für sich selbst entscheiden und bitte hatet nicht die Marke, nur weil es zu teuer ist, im Sinne von, ja, nee, die ist ja viel zu overteuert, viel zu geisteskrank, deswegen mag ich sie von Anfang an nicht. Also das ist wirklich ein Gesamtpaket, welches man erst erlebt haben muss, beziehungsweise mal selber probiert haben muss, bevor man wirklich sich eine eigene Meinung darüber bilden kann. So, das ist nicht mal kurz mit ein paar Bilder, ein paar Videos und dann sagt man, nee, will ich nicht. So, das muss man wirklich mal getragen haben, in verschiedenen Outfits, die ganzen Funktionen ausprobiert haben und etc., damit man sich wirklich ein Bild davon machen kann. Eine weitere Frage, die ich auch oft bekomme, ist: Janek, hast du nicht Angst, dass diese Jacke kaputt geht? Wie am Anfang des Videos schon gesagt, eine Jacke bzw. Kleidungsstücke generell sollen getragen werden und werden auch Gebrauchsspuren haben. Das ist völlig normal. Ja, ich bin bei der Jacke etwas vorsichtiger, ich werde damit nicht durch den Schlamm rennen, ich werde damit auch kein Marathon laufen und werde damit auch nicht irgendwie Paintball spielen gehen. Aber wie gesagt, es ist völlig normal, dass Kleidung Gebrauchsstücke sind, dass da Gebrauchsspuren sind. Aber ich kann euch versprechen, bei der Qualität
was diese Kleidung hat, beziehungsweise diese Jacke. Wenn ihr damit ordentlich umgeht und diese ordentlich pflegt, dann wird sie euch viele Jahre halten und die wird euch nicht einfach so kaputt gehen. Abschließend kommen wir nochmal zu den Argumenten für und gegen die Jacke. Für die Jacke spricht auf jeden Fall die Vielseitigkeit. Man kann sie wirklich in sehr, sehr vielen Situationen tragen und dank dieser Funktion, dieser ganzen Funktion, weil es ja so viel ist, kann man damit wirklich sehr machen und bekommt die wirklich komplette Acronym-Erfahrung. Wenn ihr euch euer erstes Kleidungsstück bei Acronym kauft, solltet ihr auf jeden Fall etwas kaufen, was euch diese komplette Erfahrung gibt und nicht nur eine Jacke mit ein paar Funktionen, 2, 3 Funktionen und dann war es das. So, wenn ihr etwas kauft, gerade das erste Mal bei Acronym, kauft euch etwas, was euch diese komplette Acronym Experience gibt. Das gibt euch die J1 oder jegliche Art der J1 auf jeden Fall. Heißt, ihr bekommt die ganzen Funktionen und könnt wirklich mal sehen, was hat Acronym wirklich drauf. Dagegen spricht irgendwo Sizing, Fit und Aussehen der Jacke. Wie gesagt, der Colorway ist hier jetzt sehr, sehr doll, gerade mit dem Molle-System, aber natürlich auch der Cut sehr, sehr boxy, sehr, sehr kantig und funktioniert nicht wirklich gut mit diesen klassischen engeren Taper-Tackle-Hosen. Deswegen, das solltet ihr definitiv im Hinterkopf haben, wenn ihr euch diese Jacke zulegen wollt. Und dann noch ein Argument, welches weder dafür noch dagegen ist der Stoff. Gore-Tex natürlich super cool, sehr, sehr hohe Performance und hält euch auf jeden Fall trocken, egal in welcher Situation. Aber ihr müsst euch auch um das Material kümmern. Heißt, da ist nichts mit, ich mache die Jacke dreckig, lasse sie 3 Monate lang im Schrank und hole sie irgendwann raus. Die Jacke sollte immer sauber sein, heißt, wenn ihr mal draußen wart und Dreck dran ist, macht sie bitte sauber. Ihr müsst sie auch zwischendurch mal waschen, alle paar Monate, damit halt das Öl und sowas von der Haut und Schweiß etc. von der Jacke weg ist. Und es kann noch mal sein, dass ihr das DVR-Coating, also die wasserweisende Schicht, mal erneuern müsst. Dafür gibt es Tutorials, auf meinem Discord zum Beispiel oder auch im Internet überall von Arc'teryx etc. Ist überhaupt nicht das Problem, aber bitte pflegt die Jacke. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Review gefallen hat. Haut mir gerne mal in die Kommentare, was ihr an so ein Molle-System packen würdet. Kugelschreiber, Parfüm, Portemonnaie, Pouch, Taschenlampe, whatever it may be, würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ansonsten, Link zu meinem Discord findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Die absolut geilste Community da am Start. Wenn ihr mal Fragen habt, Richtung Techwear, Streetwear, Architektur, Essen, Möbel, egal was es ist, dann habt ihr da wirklich immer wen, der euch helfen kann. Und sonst ein kleiner Geheimtipp. Yannick hat jetzt auch TikTok. Ja, ich hab's. Wer hätte es mal gedacht, dass passiert? Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist soweit. Einfach auf TikTok mal gucken, techwear.germany, Link auch in der Beschreibung. Ich habe da wirklich insane viel Kram geplant und bin gerade ein bisschen am gucken wegen Umzug, aber wenn das alles erklärt ist, dann droppe ich so viel Shit auf TikTok, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen, followt rein, Alter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt einen coolen Tag. Haut rein. Hallo, ich bin's, Yannick. Ich wollte mal ein großes Dankeschön sagen an alle Leute, die neu dazugekommen sind in den letzten Monaten oder immer noch am Start sind. Ich weiß, mit meiner Upload-Timing bzw. Upload-Frequenz ist nicht mehr ganz so einfach. Und ist auch sehr, sehr viel passiert bei mir momentan etc. Aber ist alles egal. So, kommt bald wieder Shit. Wie gesagt, das Video ist jetzt wieder der Anfang. Wenn TikTok losgeht, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da alles geplant habe. Ist wirklich absolut geisteskrank. So, und wenn ich dann umgezogen bin, gibt es auch ein neues Studio komplett für mich. Heißt ein neues Videostudio und so. Ich kann es kaum erwarten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, deswegen nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die neu dabei sind oder noch am Start sind. Abonniert TikTok, kommt auf den Discord-Kanal, folgt mir auf Instagram. Nice Fits, schreibt mir DMs, ich talk immer gerne über Techwear. Und dann habt eine nice Woche. Haut rein.